Lektion 1: Möglichkeiten des Projektmanagements. Es gibt eine Vielzahl von Branchen, in denen Projektmanager arbeiten können. Das ist wahr. Projektmanager werden in fast allen Bereichen benötigt. Genau, von der Konstruktion bis zur IT sind ihre Fähigkeiten unverzichtbar. Ja, und es ist aufregend zu sehen, wie sich das Projektmanagement im Laufe der Zeit entwickelt. Definitiv. Es passt sich neuen Technologien und Methoden an. Ich denke, das macht es zu einer dynamischen Berufswahl. Unbedingt. Es bietet auch Wachstums- und Aufstiegschancen. Ja, und Networking kann eine große Rolle bei der Suche nach Stellenangeboten spielen. Ganz gewiss. Der Kontakt zu Fachleuten kann zu aufregenden Projekten führen. Lektion 2: Ein Familienevent. Ein Sohn namens Alexei ist ein ganz besonderer Teil der Familie. Ja, diese Veranstaltung hätte die ganze Familie sehr glücklich machen sollen. Ich stimme zu. Feste wie diese bringen alle zusammen. Aber manchmal können unerwartete Dinge passieren. Das ist wahr. Es kann aus einem freudigen Anlass einen herausfordernden machen. Ja, es ist wichtig, sich in diesen Zeiten gegenseitig zu unterstützen. Unbedingt. Familienbande können uns in schwierigen Momenten helfen. Ich glaube, das macht Familientreffen so bedeutsam. Ja, sie erinnern uns daran, worauf es im Leben wirklich ankommt. Lektion 3: Preisvergleich. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen. Vergleichen Sie auch Preise? Unbedingt. Ich schaue immer in verschiedenen Geschäften nach, bevor ich einen Kauf tätige. Das ist klug. Es hilft sicherzustellen, dass Sie das beste Angebot erhalten. Ja, und manchmal können sich die Online-Preise erheblich unterscheiden. Ganz gewiss. Ich verwende gerne Apps, mit denen ich Preise einfach vergleichen kann. Die sind wirklich hilfreich. Sie sparen Zeit und Geld. Genau. Es lohnt sich umzuschauen. Außerdem ist es befriedigend, ein tolles Angebot zu finden. Ja, das macht das Einkaufen viel angenehmer. Lektion 4: Der Standort des Krankenhauses. Das Shoal-Dice Hospital befindet sich auf einem wunderschönen Stück Land. Ja, mit einem Tal auf der einen Seite und einem Golfplatz auf der anderen Seite. Das klingt malerisch. Das muss ein ruhiger Ort für Patienten sein. Definitiv. Eine beruhigende Umgebung kann zur Erholung beitragen. Ich finde es toll, wenn Krankenhäuser unter Berücksichtigung der Natur konzipiert werden. Ja, das macht einen großen Unterschied in der Gesamterfahrung. Ich frage mich, ob Sie Gärten haben, die die Patienten genießen können. Das wäre herrlich. Außenbereiche können das psychische Wohlbefinden steigern. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Krankenhäuser ähnliche Designs verwenden. Lektion 5: Vogelrufe. In der Ferne ruft ein Vogel, und während Sie zuhören, kommt das Geräusch näher. Das ist so ein wunderschöner Moment. Die Natur hat eine Art, uns in ihren Bann zu ziehen. Ja, es ist erstaunlich, wie die Geräusche der Tierwelt eine friedliche Atmosphäre schaffen können.
Ich liebe es, wie es uns mit der Umwelt verbindet. Genau. Es ist, als würde die Natur versuchen, mit uns zu kommunizieren. Ja, und jeder Vogel hat seinen einzigartigen Ruf, was faszinierend ist. Ich beobachte gerne Vögel und lerne gerne über verschiedene Arten. Ich auch. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Tierwelt zu schätzen. In Momenten wie diesen fühle ich mich dankbar für die Natur. Lektion 6. Tipps zum Organisieren. Definitiv. Außerdem beschrifte ich alles, damit nichts vergessen wird. Das ist so eine kluge Strategie. Es hilft wirklich bei der Organisation. Ja, und es spart Zeit, wenn Sie schnell etwas finden müssen. Ich stimme zu. Ein wenig Aufwand bei der Kennzeichnung reicht schon aus. Genau. Es ist, als hätten Sie ein persönliches System, das für Sie funktioniert. Verwenden Sie bestimmte Labels für verschiedene Kategorien? Ja, ich habe farbkodierte Etiketten für verschiedene Artikel und Bereiche. Das klingt effizient. Es muss alles auch optisch ansprechend machen. Unbedingt. Es ist befriedigend, alles übersichtlich organisiert zu sehen. Lektion 7. Rede des Präsidenten. Deshalb, meine amerikanischen Mitbürger, müssen wir stark sein, denn es gibt viel zu tun. Das ist eine starke Aussage. Es betont Einheit und Aktion. Ja, es ist wichtig, Menschen in herausfordernden Zeiten um sich zu scharen. Unbedingt. Bei Führung geht es darum, andere zum Handeln zu inspirieren. Ich denke, es ist wichtig, dass Führungskräfte Hoffnung und Entschlossenheit vermitteln. Ja, und es erinnert daran, dass wir alle eine Rolle zu spielen haben. Genau. Kollektive Anstrengungen können zu bedeutsamen Veränderungen führen. Ich glaube, Reden wie diese können Menschen dazu motivieren, zusammenzukommen. Ja, sie können ein Gefühl von Zielstrebigkeit und Gemeinschaft wecken. Lektion 8. Die Station finden. Schau, da ist das Schild zum Bahnhof. Großartig. Wie lange dauert es, von hier aus dorthin zu gelangen? Es sollte ungefähr 10 Minuten dauern, wenn wir schnell gehen. Das ist gar nicht schlecht. Ich freue mich darauf, den Zug zu erwischen. Ja, ich liebe Bahnfahrten. Sie geben dir die Möglichkeit, dich zu entspannen. Unbedingt. Außerdem ist es schön, die Landschaft vorbeiziehen zu sehen. Genau. Bevorzugen Sie den Fensterplatz? Definitiv. Ich genieße es, die Welt vorbeiziehen zu sehen. Ich auch. Dadurch fühlt sich die Reise viel kürzer an. Lektion 9. Vorbereitung auf die Natur. Tragen Sie einfach bequeme Schuhe und bringen Sie Sonnencreme mit. Oh, und ein Hut könnte auch nützlich sein. Ja, besonders wenn es draußen sonnig ist. Ich vergesse immer Sonnencreme. Ich muss eine Erinnerung einrichten. Es ist so wichtig, Ihre Haut zu schützen, wenn Sie draußen sind. Unbedingt. Das habe ich einmal auf die harte Tour gelernt. Autsch, das kann ich mir vorstellen. Hast du einen Sonnenbrand bekommen? Ja, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Jetzt bin ich besonders vorsichtig. Kluge Wahl. Eine kleine Vorbereitung reicht weit.
Lektion 10. Uralte Schlachten. Sie würden gezwungen sein, mit einer Waffe gegeneinander zu kämpfen. Das klingt heftig. Was war der Glaube dahinter? Die Menschen glaubten, dass die Götter ihnen im Kampf helfen würden. Faszinierend. Es muss ein starkes Gefühl von Tapferkeit hervorgerufen haben. Ja, und es hat wahrscheinlich den Ausgang der Kämpfe beeinflusst. Ich frage mich, wie sich das auf ihr tägliches Leben ausgewirkt hat. Es wäre ein großer Teil ihrer Kultur und Identität gewesen. Unbedingt. Solche Überzeugungen prägen die Funktionsweise von Gesellschaften. Ich finde es erstaunlich, wie Geschichte mit diesen Erzählungen verknüpft ist. Lektion 11. Neue Websites ausprobieren. Ich denke, ich werde es beim nächsten Mal versuchen. Welche Website empfehlen Sie? Wofür genau? Suchen Sie nach Reiseangeboten oder etwas anderem? Ich denke tatsächlich über Reiseangebote nach. In diesem Fall würde ich vorschlagen, Kajak oder Skyscanner auszuprobieren. Die sind beliebt. Bieten Sie gute Vergleiche an? Ja, sie vergleichen die Preise verschiedener Fluggesellschaften und Hotels. Das klingt perfekt. Ich liebe es, die besten Angebote zu finden. Genau. Das macht die Planung von Reisen viel angenehmer. Ich kann es kaum erwarten, einige Optionen für meinen nächsten Urlaub zu erkunden. Lektion 12. Sicherheitsbedenken. Mein Name ist John Smith und meine Kreditkartennummer ist 4x4x4x4x. Warte. Das sind sensible Informationen. Ich weiß, ich habe nur gescherzt. Oh Gott sei Dank, seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie solche Details teilen. Unbedingt. Ich verstehe, wie wichtig es ist, das geheim zu halten. Ja, es ist wichtig, Ihre Finanzinformationen zu schützen. Ich überprüfe es immer, bevor ich etwas online teile. Das ist eine kluge Praxis. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Genau. Sorgen wir dafür, dass unsere Gespräche sicher und unbeschwert bleiben. Lektion 13. Neue Wege erkunden. Ja, ich plane, einen neuen Wanderweg in der Nähe zu erkunden. Das klingt aufregend. Wie steht's mit dir? Ich denke darüber nach, mich dir anzuschließen. Wandern ist so erfrischend. Das fände ich toll. Wissen Sie, wie lang der Weg ist? Ich glaube, es sind ungefähr 5 Meilen, was perfekt für einen Tagesausflug ist. Großartig. Wir sollten ein paar Snacks und Wasser einpacken. Definitiv. Beim Wandern ist es wichtig, hydratisiert zu bleiben. Und wir können Pausen einlegen, um die Landschaft auf dem Weg zu genießen. Ja, das wird ein wunderbares Abenteuer. Lektion 14. Autokauf. Das ist gut zu wissen. Haben Sie Autos gefunden, die Ihrem Budget entsprechen? Ja, ich habe ein paar Optionen gesehen, die vielversprechend aussahen. Das ist großartig. Nach welchen Funktionen suchst du? Ich möchte etwas, das sparsam und zuverlässig ist. Das sind kluge Prioritäten. Hast du schon welche getestet?
Noch nicht, aber ich habe vor, dieses Wochenende zu machen. Perfekt. Es ist wichtig, ein Gefühl für das Auto zu bekommen. Unbedingt. Ich möchte sicher gehen, dass es für lange Fahrten bequem ist. Ich freue mich zu hören, für welches du dich entscheidest. Lektion 15. Aktivitäten im Freien. Ich stimme zu. Ich freue mich sehr darauf, Zeit im Freien zu verbringen und zu üben. Das klingt wunderbar. Welche Aktivitäten haben Sie im Sinn? Ich möchte etwas wandern und vielleicht Kajakfahren ausprobieren. Das sind großartige Entscheidungen. In der Natur zu sein ist so erfrischend. Ja, und es ist auch eine nette Art, aktiv zu bleiben. Unbedingt. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, neue Orte zu erkunden. Ich liebe es, versteckte Pfade und malerische Orte zu entdecken. Ich auch. Lass uns bald ein Wochenendabenteuer planen. Definitiv. Ich kann unsere Outdoor-Eskapaden kaum erwarten. Lektion 16. Zusätzliche Zeit zum Entspannen. Ich auch nicht. Es ist immer schön, etwas mehr Zeit zum Entspannen zu haben. Ja, Ausfallzeiten sind für das Aufladen so wichtig. Ich stimme zu. Was machst du normalerweise, um dich zu entspannen? Ich liebe es zu lesen oder einen guten Film zu schauen. Das sind großartige Möglichkeiten, um für eine Weile zu entkommen. Ja, es hilft mir, mich vom täglichen Stress zu lösen. Ich gehe gerne im Park spazieren. Das beruhigt meinen Geist. Das ist eine nette Idee. Die Natur wirkt so beruhigend. Das tut es wirklich. Stellen wir sicher, dass wir etwas Entspannungszeit einplanen. Lektion 17. Diskussion über saubere Energie. Strom. Er ist sauber, reichlich vorhanden und nachhaltig. Ich stimme voll und ganz zu. Sonnenenergie ist eine so großartige Ressource. Ja, es ist erstaunlich, wie sich die Technologie in diesem Bereich weiterentwickelt hat. Unbedingt. Heutzutage setzen immer mehr Haushalte auf Sonnenkollektoren. Und es ist auch eine großartige Möglichkeit, die Stromrechnungen zu senken. Definitiv. Außerdem hilft es der Umwelt, indem es den CO2-Fußabdruck senkt. Ich denke, mehr Bewusstsein für erneuerbare Energien ist notwendig. Ja, und die Regierungen sollten ihre Verwendung durch Anreize fördern. Ich bin gespannt, wie sich die Solarenergie in Zukunft entwickeln wird. Lektion 18. Vertragsgespräche. Ich habe zugestimmt. Das können wir dem Vertrag hinzufügen. Großartig. Gibt es noch andere Bedingungen zu besprechen? Ja, ich denke, wir sollten auch den Zahlungsplan klären. Unbedingt. Es ist wichtig, dass beide Seiten den Zeitplan verstehen. Genau. Klare Kommunikation hilft, spätere Missverständnisse zu vermeiden. Sollten wir auch eine Klausel über Projektmeilensteine aufnehmen? Das ist eine gute Idee. Das macht jeden zur Rechenschaft. Ja, und es ermöglicht uns, den Fortschritt effektiv zu verfolgen. Stellen wir sicher, dass wir alle Aspekte abdecken, bevor wir unterschreiben. Lektion 19. Wanderausrüstung. In Ordnung. Machen wir das. Brauchen wir spezielle Ausrüstung zum Wandern?
Ja, auf jeden Fall. Bequeme Schuhe sind ein Muss. Guter Punkt. Ich möchte nicht mit wunden Füßen enden. Genau. Außerdem sollten wir in Betracht ziehen, einen Rucksack mitzubringen. Richtig, wir brauchen es für Wasser und Snacks. Und vergessen Sie nicht die Sonnencreme. Da draußen kann es richtig sonnig werden. Tolle Idee. Ein Hut würde uns auch vor der Sonne schützen. Ja, es ist wichtig, in der Sonne sicher zu sein. Ich freue mich auf unser Wanderabenteuer. Lektion 20. Historischer Kontext. Eisenbahnunternehmen fanden es zu teuer, kanadische oder amerikanische Männer für den Bau der Eisenbahnen einzustellen. Das ist interessant. Es zeigt, wie wirtschaftliche Faktoren Arbeitsentscheidungen beeinflussen. Ja, ich glaube, sie haben sich anderen Arbeitskräften zugewandt, um Kosten zu sparen. Definitiv. Es muss erhebliche Auswirkungen auf die Belegschaft gehabt haben. Das hat es getan. Viele Einwanderer besetzten diese Rollen in dieser Zeit. Es ist faszinierend, wie Geschichte den Arbeitsmarkt prägt. Ja, und es spiegelt oft umfassendere gesellschaftliche Veränderungen wider. Ich stimme zu. Wenn wir diesen Kontext verstehen, können wir aus der Vergangenheit lernen. Unbedingt. Es ist wichtig, diese Muster in der Geschichte zu erkennen. Lektion 21. Beruhigende Gefühle. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir einen soliden Plan haben. Definitiv. Vorausschauende Planung macht alles weniger stressig. Ja, wir sollten immer wissen, was uns bei Projekten erwartet. Einverstanden. Es hilft uns, organisiert und konzentriert zu bleiben. Außerdem stärkt es unser Selbstvertrauen, wenn wir vorankommen. Genau. Zu wissen, dass wir einen Plan haben, kann Ängste lindern. Ich denke, wir sollten unseren Zeitplan regelmäßig überprüfen. Das ist eine tolle Idee. Das hält alle auf derselben Seite. Ja, und es ermöglicht uns anzupassen, wenn sich etwas ändert. Lektion 22. Urlaubsfeeling. Melissa öffnet ein Geschenk und die Aufregung erfüllt den Raum. Oh, das klingt herrlich. Was war in der Gegenwart? Es war eine wunderschöne Halskette und sie hat sie geliebt. Das ist so süß. Ich kann mir ihre Reaktion vorstellen. Ja, es hat die ganze Familie glücklich gemacht. Danach gehen sie schlafen und träumen von weiteren Überraschungen. Genau. Die Vorfreude auf den nächsten Tag ist immer etwas Besonderes. Ja! Ben und Melissa stehen früh auf und sind gespannt, was sie sonst noch erwartet. Ich liebe dieses Gefühl. Es ist wie Magie in den Ferien. Lektion 23. Kreativität fördern. Es ist wichtig, auch unserer eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Unbedingt. Sich auszudrücken ist entscheidend für das persönliche Wachstum. Ja, es ermöglicht uns herauszufinden, wer wir wirklich sind. Genau. Kreativ zu sein kann auch therapeutisch sein. Ich stimme zu. Es hilft uns, unsere Emotionen und Erfahrungen zu verarbeiten.
Außerdem kann das Teilen unserer Kreativität andere inspirieren. Ja, es baut Verbindungen auf und bringt Menschen zusammen. Ich liebe es, wie Kunst und Kreativität Gemeinschaften stärken können. Es ist wahr. Ermutigen wir uns immer gegenseitig, uns auszudrücken. Lektion 24. Backlösungen. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit dem Nudelholz zurechtkommen. Keine Sorge, diesmal werden wir dafür sorgen, dass es funktioniert. Genau. Manchmal führt Improvisation zu den besten Ergebnissen. Ja, und das macht den Prozess oft unterhaltsamer. Ich freue mich aufs gemeinsame Backen. Ich auch. Was haben wir vorzumachen? Ich dachte, wir könnten ein paar Kekse probieren. Das klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Lass uns unsere Zutaten sammeln und loslegen. Lektion 25. Die Landschaft. Rund um Peggy's Cove gibt es keine Bäume. Die dominierenden Merkmale sind riesige runde Granitfelsen. Das klingt einmalig. Die Landschaft muss atemberaubend sein. Ja, viele der Felsen haben die Größe von Kleinwagen. Beeindruckend. Ich kann mir nur vorstellen, wie beeindruckend das persönlich aussieht. Es ist ein wunderschöner Kontrast zu den Meereswellen. Ich würde es gerne besuchen und mir selbst davon überzeugen. Das solltest du. Die Landschaft ist perfekt zum Fotografieren. Ich werde auf jeden Fall meine Kamera mitbringen, wenn ich gehe. Es ist ein großartiger Ort, um die Schönheit der Natur einzufangen. Lektion 26. Reiseträume. Ich habe gehört, dass es ein wunderschönes Land ist. Das klingt unglaublich. Was weißt du darüber? Ich habe über seine atemberaubenden Landschaften und seine reiche Kultur gelesen. Ja, die Geschichte und die Traditionen sind faszinierend. Ich würde gerne die lokale Küche probieren, wenn ich dort bin. Unbedingt. Essen ist ein so wichtiger Bestandteil jeder Kultur. Ich denke, die Märkte zu erkunden wäre eine großartige Möglichkeit, dies zu erleben. Ja, und die Menschen vor Ort zu treffen, könnte so bereichernd sein. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung meiner Reise zu beginnen. Lektion 27. Perfektes Wetter. Das Wetter war perfekt. Es war die meiste Zeit sonnig. Das ist wunderbar. Das macht Outdoor-Aktivitäten so viel angenehmer. Genau. Eine sanfte Brise trug zur schönen Atmosphäre bei. Ich liebe solche Tage. Sie sind perfekt für Picknicks oder Wanderungen. Ja, wir sollten dieses schöne Wetter auf jeden Fall nutzen. Unbedingt. Es ist eine gute Ausrede, um Zeit draußen zu verbringen. Ich stimme zu. Frische Luft und Sonnenschein wirken Wunder für unsere Stimmung. Ja, lasst uns Pläne für unseren nächsten sonnigen Tag machen. Darauf freue ich mich schon. Lektion 28. Geschäftsmodelle. Es ist interessant, wie bestimmte Geschäftsmodelle existierten, sodass der Wettbewerb eingeschränkt wurde. Ja, das stimmt. Es ermöglicht Unternehmen, ohne ständigen Druck zu gedeihen. Genau.
Diese Strategie kann zu mehr Stabilität auf dem Markt führen. Ich frage mich, ob dieser Ansatz heute noch wirksam ist. Ist es. Viele Unternehmen verwenden immer noch ähnliche Modelle, um ihren Vorsprung zu wahren. Das macht Sinn. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit zu finden. Unbedingt. In einigen Fällen können Partnerschaften zu beiderseitigem Nutzen führen. Ja, das Teilen von Ressourcen kann beiden Parteien helfen zu wachsen. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie sich diese Modelle im Laufe der Zeit entwickeln. Lektion 29. Fundstücke aus Buchhandlungen. Ich finde oft eine gute Auswahl an Buchhandlungen in der Stadt. Das ist großartig. Hast du einen Favoriten? Ja, es gibt einen gemütlichen kleinen Laden, der sich auf seltene Bücher spezialisiert hat. Das klingt herrlich. Ich stöbere gerne in einzigartigen Sammlungen. Ich auch. Es ist, als würde man verborgene Schätze entdecken. Manchmal suche ich auch online nach Büchern. Online-Shopping kann praktisch sein, insbesondere bei schwer zu findenden Titeln. Unbedingt. Aber es ist etwas Besonderes, ein Ladengeschäft zu besuchen. Ja, die Atmosphäre und der Geruch von Büchern sind unersetzlich. Lektion 30. Trinkgeldetikette. Was ist mit Trinkgeld? Soll ich dem Fahrer ein Trinkgeld geben? Trinkgeld ist nicht verpflichtend, aber es ist immer willkommen. Das macht Sinn. Ein bisschen mehr kann viel bewirken. Genau. Es zeigt Wertschätzung für guten Service. Wie viel Trinkgeld gibst du normalerweise für eine Fahrt? In der Regel gebe ich je nach Service etwa 15 bis 20% Trinkgeld. Das ist eine gute Reichweite. Das behalte ich im Hinterkopf. Ja, und wenn Sie noch weitergehen, gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld. Das ist eine nette Geste. Das fördert guten Service. Lektion 31. Teilnahme an Veranstaltungen. Ich amüsiere mich auch. Haben Sie schon einmal an solchen Veranstaltungen teilgenommen? Ja, ich war auf einigen ähnlichen Veranstaltungen, und sie sind immer unterhaltsam. Das ist großartig. Was hat dir an ihnen am besten gefallen? Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und aus verschiedenen Perspektiven zu lernen. Ja, Networking kann wirklich wertvoll sein. Genau. Außerdem ist die Energie, die in diesen Ereignissen steckt, ansteckend. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist inspirierend, so viele leidenschaftliche Menschen zu sehen. Ja, ich freue mich darauf, heute mit mehr Menschen in Kontakt zu treten. Machen wir das Beste daraus und genießen Sie jeden Moment. Lektion 32. Essentials für den Strandtag. Holen wir uns etwas Käse, Joghurt und Tomaten für unser Strandpicknick. Perfekt. Und Toilettenpapier können wir nicht vergessen, oder? Ja, das ist unerlässlich. Es ist besser vorbereitet zu sein. Unbedingt. Ich mache immer eine Liste, bevor ich einkaufen gehe. Das ist eine tolle Idee. Es hilft sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Ja, und es macht das Einkaufen effizienter.
Gibt es noch andere Punkte, die wir berücksichtigen sollten? Vielleicht ein paar Snacks und Getränke für den Tag? Toller Vorschlag. Flüssigkeitszufuhr ist am Strand das A und O. Lektion 33. Techniken der Fotografie. Scharfe und gleichmäßige Aufnahmen sind für großartige Fotos unerlässlich. Unbedingt. Welche Techniken benutzt du, um das zu erreichen? Wenn möglich, verwende ich immer ein Stativ. Das macht einen großen Unterschied. Das ist eine kluge Idee. Eine stabile Basis ist entscheidend für klare Bilder. Ja, und die Anpassung der Verschlusszeit hilft, Bewegungsunschärfe zu reduzieren. Das habe ich gehört. Es ist faszinierend, wie sich Einstellungen auf die endgültige Aufnahme auswirken können. Genau. Verschiedene Situationen erfordern unterschiedliche Anpassungen. Was ist mit der Beleuchtung? Spielt das auch eine Rolle? Definitiv. Gute Beleuchtung kann ein Foto komplett verändern. Lektion 34. Einkaufsliste. Holen wir uns etwas Käse, Joghurt und Tomaten für das Picknick. Hört sich gut an. Damit können wir einen schönen Salat machen. Ja. Und vielleicht sollten wir uns auch etwas Brot für Sandwiches holen. Das ist eine tolle Idee. Was brauchen wir noch? Ich denke, ein paar Snacks wären perfekt für den Strand. Definitiv. Chips oder Obst wären nett. Und wir dürfen die Getränke nicht vergessen, um hydratisiert zu bleiben. Ja. Stellen wir sicher, dass wir genug Wasser haben. Ich freue mich auf unseren Strandtag. Lektion 35. Vertragsverhandlung. Ich kümmere mich um den Rest, das tut mir wirklich leid. Keine Sorge. Ich verstehe, dass es ein bisschen überwältigend sein kann. Ich weiß deine Geduld zu schätzen. Können wir das zum Vertrag hinzufügen? Unbedingt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alles klar ist. Gibt es noch andere Bedingungen zu besprechen? Ja, ich denke, wir sollten auch die Fristen überprüfen. Gute Idee. Zeitpläne sind entscheidend, um alles auf Kurs zu halten. Definitiv. Ich möchte sicher gehen, dass wir beide auf derselben Wellenlänge sind. Genau. Eine offene Kommunikation hilft uns, spätere Probleme zu vermeiden